X-Lite X1005 Ultra Carbon Klapphelm. Ja, den fahre ich ja diese Saison. Berichte euch jetzt einmal drüber, so wie meine Erfahrungen sind. Also, wenn es euch interessiert, bleibt dran. So, Helm geschlossen, alles sehr leichtgängig, ideal. Und hier Doppelverschluss zum Öffner. Und jetzt fahren wir mal los. Leute, ich muss schon sagen, ihr passt schon sehr gut auf mich auf. Ich habe ja seit dieses Jahr den neuen Helm und auch die neue Jacke. Ihr wollt da ein bisschen mehr dazu wissen. Ihr fragt mich immer, schreibt an, wie bin ich denn zufrieden. Also, jetzt Helm. Den Helm setze ich mal ab. Also, wie man unschwer sieht, bei dem Helm handelt es sich um den X-Lite Ultra Carbon X1005. Er ist für einen Carbon-Helm, Klapphelm, relativ leicht und auch in der Anwendung recht easy. So, also der sieht, das ist einer der wenigen Klapphelme, der wirklich auch geschlossen echt gut aussieht, muss man sagen. Die Öffnung ist gesichert, das heißt, ich drücke unten und muss dann den Entriegelungsknopf drücken. Ist am Anfang ein bisschen fummelig, aber ja, das geht natürlich alles, man lernt das mit der Zeit. Ansonsten setze ich jetzt den mal auf, da gibt es ja nicht viel zu sagen. Ich schreibe nachher mal das Gewicht rein und so weiter. Das ist eine Größe M58, passt mir auf meiner Birne optimal. Rädchenverschluss, sehr gut anzuwenden, sehr einfach. Das Öffnen und Schließen mit einer Hand, easy. Visier, top. Belüftungen, top. Oben eine zweistufige Belüftung, also das ist alles schon richtig gut und ist ein richtig guter Helm. Also was ich sagen muss, dass der Joey, der Neotech 2 und auch der Schubert etwas leiser ist vom Fahrgeräusch her. Aber dafür sitzt er natürlich perfekt und super bequem auf dem Kopf. Da drückt nichts, da macht nichts. Er ist vollkommen dicht. Ich hatte bei Regen, bei der 300 Kilometer Regenfahrt auf dem Kopf, da kommt nichts rein. Er beschlägt nicht, hat ja das spezielle Visier innen drin. Also alles super. Dann haben wir hier unten das Sonnenvisier zum Öffnen und Schließen, was auch ein bisschen anders ist wie bei den anderen Helmen. Ich kann das mit einem Knopfdruck schließen. Ist natürlich ideal, wenn ich in den Tunnel reinfahre und schon hell brauche, drücke ich drauf, passt. Ja, ansonsten ein riesiges Sichtfeld, finde ich ganz toll. Und ja, ansonsten, wie gesagt, sieht schick aus. Ich habe die Szene eingebaut, alles für mich, alles optimal, so wie es sein soll. So, es gibt noch einen kleinen Nachtrag, das habe ich noch vergessen zu sagen vorher. Und zwar etwas, ja, also außer der Lautstärke im Helm gibt es noch einen weiteren Punkt, der mich stört. Das ist nicht bei allen so, aber mich stört es. Und zwar, wenn ich ziemlich oft halt mit offenem Visier fahre. Es ist auch so, dass der X-Lite einfach das Visier selbstständig schließt ab ca. 80 km/h. Möglicherweise auch von den Verwurzelungen, da bin ich auch gerade dran, mit einer anderen Scheibe was zu machen. Ja, auf jeden Fall ist es dann zu. Ich kann es auch dann nicht aufmachen, also ich mache es auf, geht sofort wieder zu. Das stört mich ein bisschen, wenn ich Frischluft möchte. Ansonsten ist die Belüftung natürlich gut, aber ja, ich fahre halt gerne mit offenem Visier. Möchte nicht hochgeklappt fahren. Das ist nochmal ein bisschen ein Nachteil, aber naja, irgendwas ist ja immer.
Ich war übrigens da auch schon bei Nolan. Nolan ist ja die Firma, die das in Deutschland vertreibt und auch der Support leistet für X-Lite. Die haben schon andere Federn reingemacht, aber es hat nicht wirklich eine Verbesserung gebracht. Aber jetzt werden wir mal sehen. Also, das war's noch, wollte ich noch kurz gesagt haben. Dann noch ein bisschen was zu Daten und Preisen. Der X-Lite hatte Anfang 2024 einen Listenpreis von 729 Euro. Im Abverkauf hat man diesen Helm so zwischen oder um die 500 Euro bekommen. Dazu kommt dann eventuell noch ein Kommunikationssystem, was man möchte. Den Helm gibt es in den Größen 54 bis 65 und die Helmschale ist aus Carbon. Gewicht je nach Größe zwischen 1780 und 1820 Gramm. Sonnenblende habt ihr gesehen, ist vormontiert. Antibeschlagvisier ist dabei mit Pinlock und Atemabweiser. Also was mir jetzt beim Fahren dieses Jahr aufgefallen ist, der Helm ist absolut top auf und abzusetzen und ist super bequem auf dem Kopf, wirklich ideal für Brillenträger, weil da die Backenpolster abnehmbar sind. Aerodynamik habe ich nie ein Problem gehabt, bis zu obersten Geschwindigkeiten, also gut, was halt immer der Guzzi so läuft, optimal. Perfekt großes Sichtfeld. Die Sonnenblendebedienung habt ihr gesehen, sehr einfach mit einem Handgriff zu schließen. Der Helm ist top verarbeitet. Gut, Service bei Nolan bzw. X-Lite ist natürlich super, weil die dann nicht weit weg sind von mir. Da kann ich geschwind hinfahren. Polsterung, Außeneinbau, Polsterung, sehr einfach. Und auch das Innerfutter ist von einer sehr guten Qualität. Also da riecht nichts und auch wenn es mal feucht wird, also das ist wirklich schon, man merkt da schon, dass das schon ein Helm im Oberpreissegment ist. Was etwas besser sein könnte, sage ich natürlich auch immer, also die Belüftung am Kopf oben, das ist also bei dem Schubert deutlich besser und bei dem Shoei auch besser. Geräuschniveau habe ich schon gesagt, also er ist schon relativ laut innen und das war es eigentlich. Also ich hatte selten einen Helm, der so satt auf dem Kopf sitzt, also auf meinem Kopf, wie der X-Lite. Und also ich kann den absolut empfehlen und ich würde ihn auch wieder kaufen. Und damit ist alles gesagt. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr immer das Interesse habt an den Videos. Danke für einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch immer über eine E-Mail oder einen Kommentar. Abo wäre natürlich super. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Motorradtour. Tschüss und wollen Sie gute Fahrt dieses Jahr. Ciao. Und jetzt drehen wir halt nur eine kleine Runde, damit wir die 10 Minuten voll kriegen.